Wie wurde eigentlich früher Joghurt gemacht? Ganz ohne Starter, ohne Pulver, ohne Fertigkulturen und Supermarkt. Ich bin der Frage auf den Grund gegangen, habe hier sterilisierte Gläser und versuche Joghurt so herzustellen, wie man es vielleicht schon vor Hunderten und sogar Tausenden von Jahren gemacht hat. Gut, zugegeben, die hatten noch keine Milch in Flaschen, nicht so wie wir sie kennen. Ich habe mich im Biomarkt einmal ausgetobt und hier einmal die Demeter Denre Vollmilch mit 3,8% genommen. Das kleine Manko, was die ganzen Milche haben, die ich jetzt hier verwende, ja, die Mehrzahl von Milch ist Milche. Die sind sowohl pasteurisiert, das ist ganz schlecht, und homogenisiert, auch nicht so günstig. Das heißt, eigentlich haben wir gar keine Chance, hier Joghurt zu machen. Oder vielleicht doch? Wir gucken mal. Ich habe jetzt 500 Milliliter pro Glas genommen. Hier ist es jetzt die Demeter Berchtesgadener. Die hat auch 3,8%. Das Fett habe ich jetzt nicht abgesiebt. Das lasse ich so direkt da reinlaufen. Und ich wollte einfach mal wissen, kann das klappen? Ganz ohne Starter. Und schaue einfach mal, ob sich mit Zeit, Wärme und ein bisschen Geduld wirklich Joghurt bildet. Das testen wir. Und hier die dritte Person hier im Bunde, das ist die Demeter Schwedenmilch. Das ist hier ein bisschen geschummelt, muss ich zugeben, denn das ist eine Sauermilch. Das bedeutet, die ist schon mal eine Stufe weiter als die linken zwei. Aber wir gucken mal, ob und wie sich das Ganze entwickelt. Es wird auf jeden Fall spannend, so viel kann ich schon verraten. Und ihr könnt alternativ zu dem Glasdeckel auch ein ganz normales Mull oder Stofftuch nehmen. Ich werde das hier jetzt gerade mal eben beschriften. Das ist so ein Kreidestift, also Demeter Denre, Demeter Berchtesgadener und Demeter Schwedenmilch. So, also da kann ja nichts schiefgehen. Da in meinem Gärautomaten nicht so viel Platz ist für diese 3 Gläser, habe ich mich dafür entschieden, das in meinem Minibackofen zu machen. Das Gute daran ist, der hat eine Temperatur von 40 Grad. Und die schalte ich ein und lasse das Ganze jetzt erstmal stehen. Für 12 Stunden. Und was sehe ich da? Das ist die Demeter Schwedenmilch. Die Molke hat sich getrennt. Gut, hatte ich ja schon gesagt, die hat einen kleinen Vorsprung. Also das lief schon mal gut, aber wir wollten es ja mit der Milch testen und das gucken wir jetzt. Doch vorher wollen wir hier noch mal eben die Molke von dem Joghurt trennen. Wir mögen zu Hause nämlich immer gerne diesen festeren Joghurt. So, und das Tolle ist, wir haben hier eine wunderbare Molke, mit der wir dann zum Beispiel backen können, mit dem wir tolle Erfrischungsgetränke machen können. Also richtig perfekt. Und ich gebe jetzt hier diesen Joghurt in ein anderes sauberes Glas. Und ihr könnt auch gleich wirklich sehen, was für Unterschiede hier bei diesem Versuch herauskommen. Also ich war tatsächlich sehr überrascht. Und hier nochmal der Rest der Molke. Zack, das sind jetzt diese kleineren Gläser. Ich weiß gar nicht, wie viel die haben. 280. Ich verlinke euch das Ganze nochmal unten in der Beschreibung. Also Molke, Demeter Schwedenmilch. Das wandert jetzt schon mal in den Kühlschrank. 12 weitere Stunden später war auch die Berchtesgadener Milch soweit, dass sich endlich die Molke getrennt hat. Ein bisschen ist im Backofen tatsächlich ausgelaufen. Die Gläser waren sehr voll. Und oben hat sich sehr stark die Butter abgesetzt. Das könnt ihr gleich sehen. Das ist das Gelbliche, was ihr hier gleich erkennen könnt. Zack. Und hier ist so was Weißliches. Und ich muss tatsächlich sagen, die Konsistenz hier war schon ganz anders als jetzt bei der Sauermilch. Und die Sauermilch kennen einige vielleicht auch unter euch unter dick gelegte Milch. Das hat meine Großmutter noch gemacht, meine Mutter schon gar nicht mehr. Und ich finde aber, sowas sollte man unbedingt bewahren und weiter aufleben lassen, denn daraus werden richtig köstliche und gesunde Lebensmittel. So, und jetzt nehmen wir hier schon mal den ersten Unterschied. Das war ja die Vollmilch, die wir genommen haben. Ich brauchte ein größeres Glas für die Molke und der Joghurt,
der vermeintliche, der ist ziemlich wenig. Ganz zum Schluss war dann die Denre-Milch fertig, also kurz nach der Berchtesgadener, wobei man sagen muss, die Berchtesgadener Milch hat früher angefangen, sich von der Molke zu trennen. Und auch hier kann man nochmal die gelbe Fettschicht sehen. Sie sieht von der Konsistenz ähnlich aus wie die Berchtesgadener Vollmilch. Und ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob das Joghurt ist oder nicht, aber das werden wir gleich auf jeden Fall austesten. Schreibt mir sonst gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal selber gemacht habt oder ob ihr das gerne mal ausprobieren möchtet. Und dazu kommt gleich noch mal ein Hinweis zu der Sauermilch. So, auch hier wird einmal beschriftet Demeter Dendré und auch hier könnt ihr es sehen, auch sehr viel Molke, wie bei der Berchtesgadener Landmilch. Das Ganze lasse ich jetzt für mindestens ein paar Stunden oder über Nacht durchkühlen und auch hier könnt ihr die Unterschiede sehen. Das ist die Schwedenmilch. Unheimlich viel Ergebnis, sofern es denn ein Joghurt geworden ist. Das werden wir mal testen. Ich streiche das Ganze hier so ein bisschen. Also von der Konsistenz schon sehr schön. Und geschmacklich fein säuerlich, aber ganz angenehm. Kommen wir mal zur Berchtesgadener Milch. Auch hier sieht es erst einmal ganz gut aus, aber ihr könnt jetzt hier gleich sehen, wenn ich das hier ein bisschen versuche zu mischen. Also das wirkt im ersten Moment eher wie so ein Mozzarella, Frischkäse, irgendwas dazwischen. Und das war unheimlich bitter. Das hat gar nicht geschmeckt. Ich habe mich sehr geärgert. Und die Demeter Dendré, auch die von der Konsistenz ähnlich wie die Berchtesgadener. Und ich kann euch sagen, nachdem ich die probiert hatte, die Berchtesgadener, wollte ich eigentlich gar nicht mehr weiter probieren. Aber das Video war angefangen und ich möchte euch ja das Ergebnis zeigen. Was man hier erkennen kann, es ist nicht so ganz komisch von der Struktur, nicht so molkeartig, es wirkt einfach ein bisschen zu trocken. Also, und da habe ich mir jetzt dann überlegt, geschmacklich ist die nämlich gut geworden. Die hat wieder ganz toll nach Joghurt geschmeckt. Also, Dendré ist was geworden, Berchtesgadener müsst ihr entsorgen. Also, ich musste sie entsorgen. Sowohl die Molke als auch dieses Produkt, das hat sehr bitter geschmeckt, war unheimlich unangenehm. Und dann habe ich überlegt, okay, also mit dem Joghurt, dem Anfangsjoghurt von der Dendré, da kann ich jetzt ja nicht ganz so viel mit anfangen. Ich habe das jetzt erstmal ein bisschen mit Molke wieder flüssiger gemacht, dass es eine mehr Joghurtstruktur hat und habe mir jetzt einfach eine ganz schnöde Supermarktmilch geholt. Also das ist auch keine Bio, kein gar nichts. Das ist einfach hier so eine Supermarktmilch aus dem Kühlregal und habe gedacht, komm, ich teste das jetzt mal. Also die ist, glaube ich, auch homogenisiert und pasteurisiert, alles, was schlecht ist. Aber damit könnt ihr im Normalfall Joghurt machen. Und ich erhitze jetzt diese Milch, das ist in Gänze 1 Liter, so auf ca. 80, 90 Grad, um die Keime zu töten. Lass es dann auf ungefähr 40 Grad wieder runterkühlen. Ja, das sieht gut aus. Und dann habe ich wieder die Gläser sterilisiert. Ihr könnt sie auch einfach nur heiß ausspülen oder frisch aus der Geschirrspülmaschine nehmen und gebe jetzt in jedes Glas 2 Löffel des vermeintlichen Joghurts. Denn so mache ich normalerweise auch gerne meinen Joghurt. So 1 bis 2 Esslöffel von einem Bestandsjoghurt, gebt dann einfach die aufgewärmte Milch dazu, gebt das Ganze in meinen Gärautomaten über Nacht, also ich setze das abends an und am nächsten Morgen habe ich stichfesten Joghurt. Rühre das Ganze nochmal ganz kurz um. So, hier links, das wirkt ein bisschen gelber, aber auch hier, das ist wieder das Fett. Beschriften nicht vergessen. Und beides kommt jetzt wieder hier in meinen Stillstell-Mini-Backofen. Wenn ihr einen großen Backofen habt, dann testet mal aus, ob der auch auf 40 Grad runtergekühlt werden kann. 12 Stunden später ist fest geworden. Das ist ja schon mal gut. Und hier die Sauermilch auch.
Sieht gut aus, es hat sich ein bisschen Molke noch mal abgesetzt, aber Geschmackstest. Ich traue mich schon fast gar nicht. Aber ich kann euch sagen, die schmeckt. Und die Sauermilch, also die Schwedenmilch, die schmeckt genauso. Also Test ist geglückt, es hat richtig gut geklappt. Wollt ihr noch ein Video zu Sauermilch? Dann abonniert meinen Kanal, schaut in diesen Videos vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal mit euch und sende euch liebe Grüße, eure Emma.